Moin moin, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Heute gibt es hier eine Runde Shakes and Fidget. Wir befinden uns heute auf EU 13, denn wir wollen mal schauen, was hier auf dem Server passiert ist nach 10 Tagen. Wir haben es jetzt gerade den 15., wo ich aufnehme. Am 5. ist der Server offiziell released worden, deswegen heute ist er jetzt 10 Tage alt und wir gucken mal, was die Spieler so innerhalb von 10 Tagen Fortschritt so geschafft haben. Ja, ich hatte jetzt hier nur relativ halbherzig gespielt auf dem Server. Ihr wisst ja, dass ich jetzt nicht so tryhard-mäßig in neue Server gehe erstmal und demzufolge ja, braucht man da jetzt meine Leistung gar nicht großartig beachten. Aber wir sehen tatsächlich, dass sehr viele Spieler das in Bereiche der 250er, 240er so geschafft haben und das muss man sagen, ist schon eine beachtliche Leistung erstmal. Und wir haben hier tatsächlich viele, die hier sogar weit teilweise über 200 sind und das sogar im Rang 100er oder bis zu Rang, ja, circa 100 kann man so sagen, haben wir hier 200er Spieler. Ja, und das ist relativ viel für einen doch eher unscheinbaren Server. EU 13 ist jetzt nicht, glaube ich, der Server gewesen, wo jetzt die Welt drauf gewartet hat. EU 15 wird so der nächste, denke ich mal, Zwischenserver, wo viele starten werden. EU 20 hört man jetzt schon teilweise, dass dort schon Planungen von sehr krassen Tryhard-Gilden jetzt bereits schon stattfindet. Und demzufolge wird das, glaube ich, so der nächstgrößere Server werden. Alles dazwischen ist immer so, ja, sind halt so die Zwischenserver zwischen den ganzen Jubiläumsservern, sag ich mal. Ne? Und demzufolge werden denen jetzt nicht so viel Beachtung geschenkt. Ja, und gerade deswegen finde ich es halt krass, dass hier schon so viele Leute diese Stufe erreicht haben nach 10 Tagen. Und die Gilde Black Rose, welche ja auch am Anfang relativ stark gewesen ist, hat sich hier auch weitestgehend durchsetzen können. Wir haben hier immer noch viele mit Black Rose im Namen am Start, allerdings hat es ein bisschen nachgelassen. Ich glaube, wo wir so die ersten Tage reingeschaut haben, war die Gilde eigentlich fast durchgängig von Platz 1 bis knapp 30 hier vertreten. Jetzt haben wir nur noch ein paar, die hier wirklich noch so zum Vorschein kommen. Und Level höchster, wie ich hier jetzt gerade sehen kann, ist der Quilava und das als Assassine. Das ist schon wirklich nicht verkehrt, muss man sagen, dafür, dass hier auch noch viele Dämonenjäger am Start sind, die ja dann doch nochmal ein bisschen besser sind in den Dungeons und demzufolge, ja, sehr schöne Leistung hier an der Stelle. Der zweithöchste, den wir jetzt hier gerade sehen, ist der Zuzi, der ja auch an Tag 1 hier wirklich eine sehr gute Leistung abgeliefert hat und das als Magier, der jetzt auch, ja, jetzt nicht so die absolut heftigste Dungeon-Klasse gewählt hat, aber muss man schon sagen, trotzdem gerade deswegen auch natürlich eine sehr gute Leistung. Dann halt eben ein paar Dämonenjäger, ein paar Kundschafterklassen, Krieger haben wir hier auch dabei und hier unten dann tatsächlich dann erst, Grüße gehen raus, Zange hier an der Stelle mit den Necromancern. Wenn wir uns die Statistiken mal einmal anschauen wollen, dann sehen wir hier, wundert es mich gerade ein bisschen, dass hier doch relativ wenig Leute zu sehen sind in den, ja, von den Necromancern her. Denn wenn wir mal auf die europäische Welt 13 hier in der Statistik bei den Analysen schauen, dann sehen wir ganz klar, dass der Nekromant mit einer der beliebtesten Klassen ist auf den neuesten Servern und zwar mit sehr großem Abstand. Ja, allerdings wird die Klasse wohl vielleicht dann eher von Low-Medium-Pilzern genutzt, jetzt nicht so von diesen High-End-Pilzern, sag ich mal, die jetzt Hunderttausende ausgeben, so zum Serverstart direkt am Anfang, weil wir hier davon relativ wenig sehen und der Necromancer, muss man wirklich so sagen, ist schon einer der besten Dungeon-Klassen, die es im Moment so gerade gibt, neben dem Dämonenjäger.
Und dann halt auch noch der Berserker, der spielt ja auch noch so seine Rolle mit dazu. Aber auch generell, wenn man hier weiter runter scrollt, sehen wir wirklich nur vereinzelt ein paar Necromancer hier in der Ehrenhalle. Es ist wirklich, es hat wirklich nicht so die Überhand hier in den Top 100. Deswegen kann man so sagen, vielleicht so eher die Low- bis Medium-Pilzer, die hier den Nekromanten gewählt haben. Und ja, trotzdem dominiert die Klasse hier EU13 wirklich extrem krass, gefolgt vom Berserker und dann Dämonenjäger. Ja, das absolute Schlusslicht ist natürlich, wie auch in den letzten Server-Starts gewesen, der Druide mit einer der unbeliebtesten Klassen momentan gerade. Es wird sich auch viel dafür eingesetzt, dass der Druide irgendwo auch ein Balancing nochmal abbekommt. Da wurde auch sogar ein bisschen was, oder die Frage wurde sogar im Stream mal gestellt, als der CEO dort war. Ich glaube, da ist man aber nicht gerade so auch drauf eingegangen, weil jetzt eher das neue Update jetzt tatsächlich mehr im Fokus ist als jetzt der Druide. Ja, ich weiß nicht, wie sehr sie das tatsächlich auf dem Schirm haben, aber es gab da definitiv schon mal Anregungen diesbezüglich und wir haben ja selbst auch, also ich hatte selbst auch in der Vergangenheit mal dazu ein Video gemacht bezüglich des Druiden und deren Überarbeitung. Aber das wollte ich euch nur mal zeigen hier. Nekromant tatsächlich hier wirklich stark am Führen von der Klasse her, allerdings jetzt nicht gerade so ersichtlich in den allerersten Rängen des Servers. Ja, wenn wir mal schauen, wir haben hier momentan 48.000, wir sagen mal knapp 50.000 Spieler gemeldet nach 10 Tagen. Ist okay, sag ich mal, ist jetzt auch nicht die heftigste Leistung, die es jetzt bisher zu einem Serverstart gab. Aber wie gesagt, es ist halt eben nur, sagen wir mal in Anführungszeichen EU13. Mich würde mal interessieren, spielt ihr hier dauerhaft auf dem Server oder wollt ihr hier nur mal so reinschauen? Weil mich interessieren tatsächlich sehr die Beweggründe, warum Leute auf solchen Servern starten und jetzt nicht zum Beispiel auf solche Hype-Server gehen. Ich kann mir vielleicht denken, dass es eventuell daran liegt, dass man eventuell auf solchen unscheinbaren Servern, wo vielleicht jetzt nicht so der Hype drauf liegt, es eventuell schafft, ein wenig höher in der Ehrenhalle zu kommen, mit etwas weniger Geldeinsatz, weil jetzt nicht so viele Tryhard-Gilden und Spieler am Start gehen, wie jetzt zum Beispiel auf EU20 jetzt in Zukunft und demzufolge man sich vielleicht einen etwas unscheinbaren Server raussucht, um halt eben dort vielleicht ein bisschen leichter nach oben zu kommen. Das ist jetzt so meine Theorie, die ich habe, kann natürlich auch anders sein. Allerdings weiß ich das natürlich nicht ganz genau, ist natürlich nur eine Schätzung meinerseits. Auf jeden Fall wird da jeder so seine Gründe für haben. Wenn man jetzt hier schon in die 250er Bereiche reinschaut, dann sehen wir hier, nimmt es nachher wirklich schon sehr ab von den Rängen her. Hier bin ich sogar jetzt gerade mit Stufe 140 und ich habe halt hier, ich sag mal, auch nur, das ist natürlich auch hochgegriffen, mit Anführungszeichen nur mit meinem Sponsoring gespielt. Ich hatte jetzt hier auch nicht selbst aufgeladen, großartig. Ich meine, nur ist natürlich auch wirklich, das sind auch einige Pilze. Ihr könnt es ja halt bei jedem Serverstart jetzt mitverfolgen, was da halt eben drauf geht und man kann es natürlich immer noch besser spielen, als ich es getan habe, das ist ganz klar. Ich könnte jetzt wahrscheinlich auch noch ein bisschen höher sein. Ich legte halt mehr Wert auf das Dungeons pushen und so, das Level grinden, dass man da ein bisschen was sieht und jetzt nicht so diesen extremen Playstyle, dass man jetzt alles ins Letzte irgendwie ausmaximieren muss oder so. Ansonsten wäre jetzt hier in der Festung, würde ich jetzt hier auch schon Kaserne und sowas ausgebaut haben und halt eben schon meine Angriffe hin und her traden. Das mache ich ja alles nicht. Oder Pets würde ich auch ganz anders spielen. Gebe ich auch nichts drauf, geschweige denn zum Beispiel den Arena Manager, den habe ich hier auch noch gar nicht angefasst. Also dahingehend bei mir jetzt wirklich da kein Fokus drauf gelegt. Aber wir werden den Server natürlich trotzdem, soweit es geht, bis zum nächsten Server-Start dann auch noch spielen und auch noch in die niedrigeren 200er Level-Bereiche dann aufsteigen,
weil es bis dahin natürlich auch noch immer relativ einfach geht. Wir haben jetzt auch natürlich unsere Begleiter bekommen und demzufolge kann man da natürlich dann, wenn man das nächste Mal Epic Event spielt oder so, auch sehr gute Fortschritte machen in der beziehungsweise in der Schattenwelt und so weiter und so fort. Ne? Das sehen wir ja auch jedes Mal. Und das sind so halt auch noch so eine Levelbereiche, wo man relativ leicht hinkommt in die 200er. Deswegen werden wir da auf dem Server hier noch weiter natürlich auch noch ein bisschen spielen. Aber das sind halt eben alles nur temporäre Server, die ich neben meinen Hauptservern F9, F27 und W50 spiele. F21, so, sorry. Ey, den Server, also wirklich, ich habe mich da noch nie so wirklich dran gewöhnt, muss ich sagen. Mein Battlemage auf F21, ja, den meine ich natürlich, das sind meine 3 Hauptaccounts hier. Und alles danach ist halt eben nur temporärer Zusatz, der 4. Account, den man so ein bisschen nebenbei spielt, ne? Ja, Freunde, ich hoffe, ihr konntet einen kleinen Einblick gewinnen, was so nach 10 Tagen auf dem neuesten Server von Shakespeare & Fidget so abgeht. Ne? Ist auf jeden Fall nicht verkehrt, aber ich bin sehr gespannt, wenn es mal wieder einen nächst höher gehypten Server geben wird, was da denn so drauf passiert. Aber wir haben auch aus der Vergangenheit gelernt, dass diese ganzen Hype-Server, wenn die mal kommen, die so hochgehypt werden, teilweise auch gar nicht so krass abgeliefert haben, wie es halt der Hype versprochen hat. So, deswegen werden wir da ruhig bleiben und abwarten und das Ganze dann mal beobachten. Ne? Okay, Freunde, das soll es soweit gewesen sein. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne eine Bewertung, Kommentar dazu da. Ansonsten wünsche ich euch noch einen super schönen Tag. Vielen Dank fürs Zuschauen, haut rein und bis zum nächsten Mal.